Ja, willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Heute habe ich die Coros Vertex 2 auf dem Tisch. Die Uhr ist zwar schon etwas länger auf dem Markt, dennoch lohnt es sich hier ein Review zu machen, da Coros hier, was die Update-Politik angeht, auch wirklich sehr gut ist und die Uhren immer updatet. Und ich möchte euch einfach einen kleinen Einblick geben, was die Funktionen der Uhren sind. Wie ihr es bei mir gewohnt seid, habe ich jetzt die Uhr etwas länger getragen, habe ein paar Workouts gemacht und möchte euch einfach mal die Funktion der Uhr zeigen, beziehungsweise im Detail, was die Uhr alles kann. Ich habe das Ganze wieder wie gewohnt in Kapitel eingeteilt. Falls dich was nicht interessiert, kannst du entsprechend überspringen. Dann würde ich auch sagen, fangen wir mal direkt an. Haben wir auch schon das gute Stück hier mit einem orangen Armband. Einmal hier mit einer Titanlegierung beziehungsweise auch Saphirglas. Und wenn wir das Ganze mal umdrehen, sehen wir auch, hier ist entsprechend der Herzfrequenzsensor verbaut, beziehungsweise auch ein Pulsoximeter. Und wie wir es von Garmin auch schon kennen, gibt es hier auch Quick-Fit-Armbänder. Das heißt, wir können das Ganze hier dann schnell hier lösen und dann entsprechend hier tauschen. Dann sehen wir auch noch, dass das Ganze bis 10 ATM wasserdicht ist. Ja, die Uhr selber hat 91 Gramm inklusive Armband. Sie ist wirklich leicht im Angelenk, also ist wirklich gut angenehm zu tragen, auch mit einem schmalen Handgelenk, wie ich das jetzt zum Beispiel habe. Also sie trägt schon auf, das muss man sagen. Sie ist jetzt nicht die dünnste Uhr und die schmalste Uhr, aber sie ist wirklich angenehm zu tragen und stört auch nicht so wirklich. Ja, dann fangen wir erstmal an mit der Bedienbarkeit. Und wir sehen jetzt hier, wir haben hier einmal zwei Knöpfe, beziehungsweise Lünette mit einem Knopf. Und hier drüben ist kein Knopf, hier ist nur der Einlass für den barometrischen Höhenmesser bzw. Sensoren. Und wir sehen schon, wir können das Ganze dann entsprechend hier mit der Lünette bedienen. Es ist auch ein Touch-Display verbaut, der kommt aber nur zu gewissen Punkten zum Einsatz. Also hier in dem Menü ist eben nicht, aber dann in den Karten bzw. auch hier, wenn wir zum Beispiel Herzfrequenz sind, können wir das Touch-Display entsprechend nutzen. Ja, dann schauen wir uns das Ganze erstmal an. Das Menü, was ich euch jetzt zeige, könnt ihr auch selber individuell in der App einstellen. Also die Reihenfolge ist jetzt nicht vorgegeben. Die könnt ihr dann so machen, wie ihr das haben möchtet, beziehungsweise auch Sachen entfernen. Und dann gehen wir jetzt einfach raus. Schauen wir mal. Sehen wir einmal hier haben wir einen klassischen Kalorienzähler. Also die Uhr misst ganz normal Kalorien und ihr könnt dann auch entsprechend hier ein Ziel setzen. Wir sehen hier, ich habe jetzt ein Ziel von 700. Das ist jetzt etwas zu wenig, wenn ich jetzt Sport mache. Aber das sind nur die Aktivkalorien, die hier gezählt werden. Dann bekomme ich eine Übersicht, wie viele Stunden Sport ich an einem Tag gemacht habe. Wenn man auch in ein Widget hineingeht, bekomme ich dann eine Übersicht über die ganze Woche. Wir sehen jetzt hier, ich habe jetzt 3-mal Sport gemacht die ganze Woche. Ich war jetzt ein bisschen faul unter der Woche. Und dann kann man hier nochmal so eine kleine statistische Übersicht bekommen. Dann haben wir als nächstes den Schrittzähler. Dann sehen wir hier auch, wenn wir ins Widget hineingehen, ich habe es an 4 Tagen die Uhr nicht angehabt. Dann sehen wir eure Statistik über die Woche. Und es ist auch so, ihr könnt Coros bzw. die Coros App mit Apple Health verbinden, wenn ihr zum Beispiel ein iPhone nutzt und hier dann entsprechend statistischen Auswertungen tätigen. Oder wenn, wie ich zum Beispiel bei der TK-Krankenkasse bin, da gibt es eine Schritt-Challenge, da könnt ihr Punkte sammeln und hier irgendwelche Bonis einlösen. Das funktioniert auch, weil wie gesagt Coros dann über Apple Health funktioniert und die TK-App zum Beispiel über Apple Health sich die Daten holt. Dann haben wir natürlich noch einen Etagenzähler dabei. Und das Ganze wird dann entsprechend auch über den barometrischen Höhenmesser gezählt. Wir sehen jetzt hier, ich habe 43 Etagen gemacht heute. Dann kommen wir eigentlich schon zu den interessanten Sachen, und zwar zu den Lauf-Widgets. Wir sehen jetzt hier, wir haben einmal hier eine Lauf-Performance. Und wenn wir hier reingehen, da wird die Laufleistung angezeigt. Hier wird ja auf die letzten Tage geguckt, wie die Laufleistung war. Und wir sehen jetzt hier, beim letzten Lauf habe ich jetzt nur 98% Laufleistung. Das heißt, also ich habe jetzt nicht meine Top-Leistung gebracht, ich war jetzt nicht drüber. Man sieht auch ganz gut, dass man hier über 100% gehen kann. Das heißt jetzt, wenn ihr trainiert und normal trainiert und jetzt bei einem Rennen teilnehmt, dann habt ihr überperformt oder überperformt ihr und kriegt dann entsprechend das Ganze hier auch angezeigt. Wir sind ja jetzt gerade in dem Widget drin und dann sehen wir hier unten sind auch so 2 Pfeile. Jetzt können wir auch nochmal weitergehen. Dann sehen wir hier, dass hier auch eine Rennvorhersage gemacht ist. Es wird einmal eine Rennvorhersage mit der Gesamtzeit gemacht. Also das heißt, in 5 Kilometern würde ich jetzt 25:08 laufen oder beziehungsweise ist die Prognose. Und beim Marathon wären es jetzt 4 Stunden 10. Wobei beim Marathon ich mir nicht sicher bin, ich bin noch nie Marathon gelaufen, ob ich den wirklich nach 4 Stunden 10 erreiche. Bei dem Halbmarathon, da kommt es ungefähr hin, das habe ich schon geschafft. Mein aktueller Fitnessstand ist momentan noch nicht so gut. Ich müsste es einfach mal testen, ob das etwa passt. Ich werde das auch mal irgendwann ein Video mal machen und dann die Laufprognosen der verschiedenen Uhren testen. Und da werde ich die von Coros auf jeden Fall auch mal nutzen. Ja, neben der Gesamtzeit sehen wir auch die Pace-Zeit. Wir sehen jetzt hier 5:02 ist die Pace. Also man kann das natürlich aus der Gesamtzeit auch ausrechnen, aber die Uhr bietet es einem an. Und bei 10 Kilometer wären es 5:14. Das ist auch so eine Zeit, die ich denke, die würde ich jetzt momentan schaffen. Ja, und wir sehen jetzt auch hier, Smart Notifications funktionieren auch. Ja, das nächste Widget, was dann kommt, ist dann hier entsprechend das Erschöpfungs-Widget bzw. auch Trainingsload-Widget. Wir sehen jetzt hier, habe hier einen Wert von 54, meine Fitness liegt bei 46, die Belastung bei 60. Das sagt einem jetzt vielleicht nicht so viel, aber wenn wir jetzt mal hineingehen, bekomme ich hier auch eine kleine grafische Übersicht. Und da sehen wir jetzt hier, dass ich mich
ja im oberen Bereich befinde, wir sind ja auch hier im orangenen roten Bereich, wenn ihr hinten rein im Bereich kommt, solltet ihr auf jeden Fall eine Pause machen und euch erholen. Und wenn ihr in den niedrigeren Bereich kommt, hellblau, dunkelblau, dann solltet ihr wieder was machen, um hier entsprechend eure Fitness nicht zu verlieren bzw. auszubauen. Wir können auch mal weiter in das Widget hineingehen, also wir scrollen jetzt einfach hier mit dem Rad herunter, dann bekommen wir die Trainingsload-Anzeige und dann sehen wir hier, wir bewegen uns jetzt gerade so im mittleren Bereich, also ist nicht schlecht, aber auch nicht perfekt. Und wir sehen hier oben ist dann das Maximalwert, da solltet ihr dann Pause machen und hier unten solltet ihr auf jeden Fall definitiv wieder trainieren, da ihr sonst entsprechend hier aus dem Trainingsbereich rauskommt und dann Fitness verliert, wenn ihr hier unten seid, beziehungsweise oben das Verletzungsrisiko steigert, wenn ihr hier über diesen Wert seid. Neben dem Trainingsload bekommt ihr nochmal eine 4-Wochen-Übersicht. Da seht ihr dann nochmal ganz genau, wie ihr in den letzten 4 Wochen trainiert habt, was der einfache Anteil war, also der Basistrainingsteil, der mittlere Teil, beziehungsweise dann hier die 12% für Intervalltraining oder rohe Anstrengung. Also so bekommt ihr dann immer so eine kleine Statistik angezeigt. Um das Ganze mit der Erschöpfung noch etwas ein bisschen genauer zu zeigen, gibt es hier nochmal so eine Art Erschöpfungs-Widget, das euch nochmal genauer detailliert sagt, ob ihr jetzt trainieren sollt oder nicht. Wir sehen jetzt hier 63%. Gehen wir auch nochmal ganz kurz rein. Es ist auch so, wenn 100% erreicht sind, dann habt ihr maximal erschöpft quasi. Und wenn ihr in den niedrigen Bereich kommt, dann habt ihr wieder Zeit zum Trainieren bzw. Power zum Trainieren. Wir haben jetzt wie gesagt hier 63%. Die Uhr sagt auch schon hier lockeres Trainieren und 22 Stunden bis zur hohen Belastung. Das heißt also, ich soll mindestens mal 22 Stunden Ruhezeit einlegen, um mal wieder eine höhere Belastung zu machen. Oder ich soll einfach nur ganz entspannt langsam laufen bzw. irgendwas Core-Training machen und hier meinen Körper nicht überanstrengen. Dann haben wir natürlich einen klassischen Herzfrequenzmesser, der über 24/7 die Herzfrequenz misst. Wenn wir jetzt hier reingehen, dann sehen wir jetzt hier, ich habe momentan eine 10-Minuten-Taktung eingestellt, das heißt jeden Tick 10 Minuten. Ihr könnt es auch einstellen, dass das Ganze wirklich nicht nur 10 Minuten läuft, sondern auch durchgehend. Dann bekommt ihr natürlich genauere Werte, habt aber natürlich einen höheren Akkuverbrauch. Für mich ist jetzt alle 10 Minuten ausreichend und wir sehen jetzt auch hier, dass wir dann entsprechend hier das Touch-Display nutzen können und uns entsprechend die Statistik anschauen können. Dann haben wir natürlich noch ein Schlaftracking. Jede Uhr hat ja mittlerweile ein Schlaftracking, auch jetzt die Chorus-Uhren. Da gab es jetzt mit dem Update jetzt auch die Möglichkeit, hier dann die REM-Phasen bzw. Wach- und Leichtschlafphasen zu ermitteln. Und sehen wir jetzt hier auch nochmal, mein letzter Schlaf war 6 Stunden 45 und wir sehen hier so eine kleine Aufteilung. Es ist aber jetzt nicht so, dass es wie eine Garmin Body Battery oder ein Ressourcenmonitor gibt, das haben wir nicht. Es ist jetzt einfach nur eine Schlafüberwachung. Schlaf ist ja auch wichtig für die Regeneration. Das heißt, die Kombination aus Training, aber auch Ruhephasen sind sehr wichtig. Es ist nicht nur wichtig, viel zu trainieren und nur optimal zu trainieren. Nein, ihr müsst auch immer darauf achten, dass ihr auch eure Ruhephasen einhaltet und auch einen gesunden Schlaf habt. Erst dann kann sich der Körper richtig regenerieren. Daher sind ja auch bei den ganzen Sportuhren dann entsprechend die Schlaftracker enthalten. Meine Erfahrung, was die Schlaftracker von Chorus angeht, sie sind okay. Es ist jetzt nicht überragend. Da finde ich die von Polar bzw. von Apple Watch mit der Autosleep-Funktion deutlich nochmal besser, da sie nochmal mehr Wachphasen erkennen. Aber für den groben Überblick ist es ausreichend und gibt euch einen kleinen Hinweis, wie das Ganze hier so entwickelt. Neben dem Schlaftracker habe ich dann noch eine Höhenanzeige. Das Ganze wird ja über den barometrischen Sensor ermittelt. Auch hier können wir reingehen und entsprechend den Touchscreen nutzen, um uns das Ganze anzuschauen. Dann haben wir noch ein Sonnenaufgang, Sonnenuntergang-Widget und da sehen wir jetzt hier, die Sonne ist momentan noch auf, beziehungsweise noch da. Wir sehen auch hier noch 28 Minuten bis Sonnenuntergang, also ihr bekommt immer die Restzeit angezeigt, das ist eigentlich ganz praktisch. Wenn wir jetzt dann ins Widget hineingehen, bekommen wir dann auch so ein, man sieht hier so ein bisschen, es dämmert hier auch, das ist jetzt so ganz, ich glaube, ich weiß nicht, ob es gut in der Kamera erkennbar ist. Und dann sieht man hier, dass es dann hier gegen Ende dann dunkel wird. Die Sonne, die wir sehen, die wandert auch mit, das heißt, die geht dann auch immer hier lang und dann wisst ihr immer dann genau, wo ihr gerade den Sonnenstand ist, beziehungsweise dann auch hier die Dämmerzeiten und den Höchststand und ihr könnt euch dann auch hier das Ganze dann entsprechend in der Zukunft anschauen und durchscrollen. Neben Sonnenaufgang, Sonnenuntergang haben wir dann auch noch die Hektopascal-Anzeige, die kommt natürlich vom barometrischen Höhenmesser auch mit. Also das barometrische Messung hier quasi und dann sehen wir jetzt hier auch, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir hatten jetzt auch ein Gewitter, was zu uns gekommen ist und da können wir uns auch hier nochmal die Daten anschauen. Ihr könnt auch dann ein Unwetterwarnsystem einschalten, beziehungsweise das Ganze im System so einstellen, dass ihr eine Unwetterwarnung bekommt, wenn dann entsprechend der Druck schnell abfällt, beziehungsweise Sturmwarnung nennt sich das an der Uhr. Das ist gerade praktisch, wenn ihr in Bergen unterwegs seid und jetzt nicht seht, dass da jetzt auf euch was zukommt. Da könnt ihr es entsprechend einstellen, die Uhr warnt euch dann auch. Dann haben wir noch einen verbauten Thermometer. Das
Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier im Freiwasser unterwegs seid und die Uhr jetzt vielleicht über den Latex anzieht, dann bekommt ihr hier auch gute Werte angezeigt, beziehungsweise realistischere Werte. Wenn das Ganze jetzt am Körper getragen wird, da ja, ist eher unpraktisch, weil die Körperabwärme das Ganze doch ein bisschen verfälscht. Ihr könnt aber auch den externen Temperatursensor von Coros anschließen und bekommt hier dann entsprechend bessere Werte angezeigt als jetzt hier eine Uhr. Das ist aber jetzt ein generell technisches Problem. Das haben andere Uhren, die einen Sensor haben, ebenfalls. Das heißt also, wenn ihr Freiwasser schwimmen seid, dann über einen Neopren anziehen, müsst ihr sowieso dann ein Brustgurt anziehen, um dann die Herzfrequenz zu haben. Und so bekommt ihr dann auf jeden Fall die besseren Werte angezeigt. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, hier einen Trainingsplan zu hinterlegen. Das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Das könnt ihr dann entsprechend in der Coros-App machen oder auch im Trainings-Hub. Da komme ich auch gleich nochmal kurz darauf zu. Und dann bekommt ihr hier dann immer angezeigt, wenn ein Training ansteht. Wie ein Training aussieht, das zeige ich euch dann gleich nochmal im weiteren Verlauf des Videos. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann auch noch hier eine Übersicht unserer Benachrichtigungen, die wir bekommen haben. Und da sehen wir zum Beispiel, dass ich jetzt hier auf Strava neue Kudos bekommen habe. Ihr bekommt hier auch WhatsApp-Nachrichten angezeigt. Nur antworten könnt ihr nicht, ihr könnt es halt nur lesen, aber nicht darauf antworten. Dann kommen wir eigentlich auch schon zum einer der interessantesten Teile und das sind dann die Sportfunktionen. Das geht eigentlich ganz einfach, ihr müsst einfach hier nur auf die Lünette draufdrücken und dann sehen wir jetzt hier schon, wird Speedsurfing aufgelistet. Ich blende euch jetzt einfach mal hier nebenbei die ganzen Sportmöglichkeiten ein, die es so gibt. Ich möchte jetzt hier einfach mal auf zwei eingehen und zwar das erste wäre das Laufen. Beim Laufen habe ich die Möglichkeit erstmal hier Intervalltrainings einzustellen, also ich kann mir eigene Intervalltrainings einstellen mit Wiederholungen, der Länge und auch der Zeit und ob ich aufwärme oder nicht. Und ich habe hier die Möglichkeit, hier auch entsprechend eine Navigation durchzuführen. Das heißt also, wenn ich jetzt hier reingehe und mir dann entsprechend eine Strecke über Komoot synchronisiert habe oder ja eine GPX-Datei auf Coros übertragen habe, dann bekomme ich die hier angezeigt und kann mir entsprechend hier auch das Ganze navigieren lassen. Wie das Ganze mit der Navigation funktioniert, das habe ich jetzt schon mal im Video gezeigt, auch wie die Strecken übertragen werden. Ich verlinke das einfach mal hier oben, dann kannst du das Ganze mal anschauen. Da habe ich das Ganze mal getestet. Die Navigation ist unter anderem auch für Wandern möglich oder auch fürs Radfahren, aber auch zum Beispiel beim Wildwasser könnt ihr das Ganze nutzen. Was die Uhr ebenfalls unterstützt, sind auch Multisportfunktionen. Und da gibt es hier zwei Möglichkeiten. Einmal haben wir hier die klassische Multisportfunktion, also da, wo ihr selber Sachen einstellen könnt. Wenn wir jetzt hier mal reingehen, haben wir hier auch die Möglichkeit, hier das Ganze einzustellen. Und da sehen wir auch schon hier, wir können hier bei den Trainingseinheiten verschiedene einstellen, und zwar bis zu 5 Stück. Und hier kann ich dann wirklich sagen, wenn ich hier zum Beispiel sage, ich möchte jetzt einfach nur laufen, ich möchte hier Interlauf machen, Freiwasser. Also ich habe dann hier die verschiedenen Möglichkeiten, mir das Ganze einzustellen. Ich sage jetzt einfach mal Wandern, einfach nur als Beispiel. Oder es sagt noch hier Einheit 3, gehen wir von unten nach oben, Speedsurfen, Windsurfen, also hier sind auch Flatwater. Also hier hat es dann auch diverse Sachen, die ihr dann auswählen könnt und könnt hier eure individuellen Sportarten einstellen, um es entsprechend hier als Multisport zu nutzen. Die Uhr nutzt auch selber das klassische Triathlon, also ich gehe jetzt einfach nochmal hier kurz durch. Da sehen wir hier das Triathlon und beim Triathlon habt ihr auch die Möglichkeit, also es ist nicht streng vorgegeben, wie das Ganze ist. Es ist vorgegeben, was die Aktivitäten angeht, also ihr habt da weniger Auswahl als gerade beim Multisport, aber ihr könnt zum Beispiel hier beim Freiwasser entscheiden, ob es Freiwasser ist, Schwimmbad, Laufen, Radwasser, Freiwasser. Also das sind alles die Möglichkeiten, die ihr da einstellen könnt und ihr könnt dann auch entsprechend die Reihenfolge einstellen, wie das entsprechend bei der Veranstaltung ist oder wie ihr das gerade selber dann machen möchtet. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Surfer seid, ich will es einfach mal zeigen, weil das jetzt dann auch ein Unterschied ist zu normalen anderen Aktivitäten. Wir gehen einfach mal in Speedsurfing rein. Das sehen wir jetzt auch bei Einstellung der Aktivität. Hier kann man dann auch die Laufgeschwindigkeiten einstellen oder auch die Einheiten, je nachdem, wie man das Ganze haben möchte. So ist auch dann jede Sportart entsprechend auch dem, was dann speziell ist, hier auch eingestellt und könnt das Ganze dann entsprechend nutzen. Auch hier haben wir dann Möglichkeiten, wieder einen Trainingsplan zu nutzen. Das ist jetzt hier, wenn ihr das hinterlegt habt, würdet ihr hier die ganzen Daten angezeigt bekommen. Aber auch Workouts. Ich habe mir zum Beispiel Workouts erstellt. Und wenn wir mal in die Workouts hineingehen, dann sehen wir jetzt hier, ich habe hier verschiedene Workouts. Ich habe natürlich mal die klassischen Laufworkouts, aber auch ein Core-Training habe ich hier drin, zum Beispiel als Läufer. Wenn wir da mal hineingehen, können wir uns das Ganze mal anzeigen lassen. Dann sehen wir hier, wie das Ganze aufgebaut ist. Und entsprechend hier wird das dann immer angegeben und angezeigt, was ihr dann machen müsst. Wir können einfach mal so ein Workout starten. Und dann sehen wir jetzt einfach, hier läuft dann entsprechend die Zeit herunter. Wir können das Ganze dann auch überspringen. Und dann sehen wir hier die Crunches. Und es wird auch wirklich dann, wenn ihr die Crunches macht, dann auch wirklich gezählt. Das funktioniert auch sehr zuverlässig. Das heißt also, wenn ihr dann hoch und runter geht, dann wird hier gezählt und ihr bekommt dann ein Signal, dass ihr es dann entsprechend geschafft habt. Und dann läuft es wieder weiter. Was die Laufworkouts angeht, da könnt ihr wirklich tolle Sachen einstellen, weil ich habe jetzt hier zum Beispiel, wenn wir mal reingehen, ein Workout erstellt, das einmal hier klassisch aufwärmt. Ich habe dann hier ein Workout, das sieht man ja ganz gut, das über Schritte geht. Also da muss ich eine gewisse Schrittgeschwindigkeit erzielen, weil es ja auch wichtig, dass man dann entsprechend das trainiert. Oder auch bei den Intervallen, die ich hier habe, mit 0,8 Kilometer, da habe ich eine Pace von 5,11 auf 5,23 angegeben.
Aber ihr habt auch die Möglichkeit, weil hier ist auch ein Leistungsmesser verbaut, also in der Uhr selber, das Ganze auch mit Leistung zu machen. Das heißt, ihr müsst gar nicht auf Pace trainieren, ihr könnt auch über Leistung trainieren und es ist natürlich gerade im bergigen Gebiet doch hilfreicher als über Pace zu trainieren und hier ist wirklich individuell ganz euch überlassen, wie ihr das Ganze machen wollt und das finde ich wirklich bei den Uhr ganz klasse, dass ihr hier nicht auf irgendwas festgesetzt seid, sondern tatsächlich hier entsprechend auch entweder entscheiden könnt, was über Schrittgeschwindigkeit zu machen oder auch über Pace oder auch über Leistung. Und natürlich bekommt ihr dann auch noch einen Verlauf angezeigt, also die letzten historischen Daten sind ja auch noch da. Da können wir zum Beispiel mal hier gucken, ich habe jetzt hier einen Lauf heute gemacht mit, ja, dann bekommen wir einmal GPS-Daten angezeigt und ich bekomme dann hier nochmal eine Laufauswertung. Sehen wir jetzt einfach nochmal ganz kurz, wie die Trainingslast war, was ich trainiert habe, dann die verschiedenen Bereiche, wo ich drin war. Und dann kann ich mir das Ganze hier nochmal im Detail anschauen. Das bekomme ich auch in der App nochmal gleich angezeigt. Das werde ich dann auch nochmal gleich zeigen. Aber hier habt ihr es nochmal entsprechend auf der Uhr. Und sehen wir auch hier nochmal Leistung, die ich gelaufen bin. Und auch den Anstieg inklusive Höhenprofil ist hier dann nochmal en Detail vorhanden. Und ich habe jetzt hier auch momentan den Chorus Pod eingebaut. Und da bekomme ich dann nochmal ein paar Daten mehr, wie zum Beispiel hier die Links-Rechts-Balance. Also nicht ganz ausgeglichen, aber fast nahezu. Die Bodenkontaktzeiten. Und bekommt hier auch nochmal ein paar Daten, um es auszuwerten. Da will man dann aber später dann nochmal in der App genauer sehen, was man dann noch alles bekommt. Dann will ich nochmal einen kleinen Einblick ins System werfen. Und zwar, wir haben hier, sehen wir gleich hier direkt die Musikfunktion. Wir können hier Musik nutzen. Es ist aber nicht so wie jetzt bei Garmin, dass ihr jetzt hier Spotify, Amazon Music nutzen könnt oder dieser. Nein, hier gehen nur MP3s. Und ja, da ist halt natürlich die Frage, kaufe ich mir jetzt die Uhr wegen dieser Funktion? Eher wahrscheinlich nicht, weil ich persönlich nutze momentan eigentlich nur noch Spotify. Für mich ist die Funktion eigentlich nicht nutzbar. Und ja, das muss aber selber jeder entscheiden, aber die Möglichkeiten gibt es. Es gibt dann auch die Möglichkeiten, dann entsprechend via Bluetooth dann seine Kopfhörer zu verbinden. Dann haben wir noch die klassische Wi-Fi-Funktion, das ist, glaube ich, selbsterklärend, also ihr könnt das Ganze an Wi-Fi anschließen. Dann habe ich hier die Möglichkeiten, Zubehöre anzuschließen, da gehen wir einfach mal rein. Und hier kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Knackpunkt. Das ist die erste Chorus-Uhr, die nicht mehr ANT Plus unterstützt. Das ist irgendwie schade, weil ich nutze auch teilweise Sachen über ANT Plus. Wir haben hier nur Bluetooth und wir sehen zum Beispiel hier, wenn wir reingehen, ich habe hier einmal meine GoPro, ja, das kommen wir auch noch gleich dazu verbunden, aber auch den Chorus Pod. Ihr könnt dann aber auch diverse Brustgurte nutzen, ist egal von welchem Hersteller, Hauptsache das Ganze ist dann mit Bluetooth verbunden und könnt das auch hier dann entsprechend mit der Uhr messen. Was ebenfalls auch funktioniert, ist zum Beispiel der Kicker Snap. Ihr könnt auch den Kicker Snap anschließen oder auch dann normale Fahrradleistung. Alles, was in dem Bereich auch damit zu tun hat. Dann haben wir nochmal das Feld Sensoren. Hier können wir dann nochmal unsere Sensoren kalibrieren, also sowohl Höhe, Kompass als auch den Thermometer und können dann gucken, dass ihr da entsprechend die richtigen Werte habt. Und dann haben wir noch den klassischen Nicht-Stören-Modus. Das ist zwar jetzt hier in diesem Menü verbaut, beziehungsweise hier in diesem Untermenü drin, aber es gibt dann, das seht ihr gleich, noch eine andere Möglichkeit dahin zu kommen. Also das ist jetzt wirklich nicht so, dass ihr da jetzt hier tief ins Menü hinein müsst, um das Ganze einzustellen. Da gibt es auf jeden Fall noch einen kürzeren Weg. Dann haben wir noch klassisch mehr Einstellungen. Das ist immer so mein Lieblingspunkt, also nochmal ein Untermenü. Da könnt ihr dann Sprachen einstellen oder auch das Zifferblatt. Auch das ist über ein anderes Menü auch schneller erreichbar. Und da blende ich euch einfach mal ein, es gibt hier eine Vielzahl von Zifferblättern und da ist auch so, dass Chorus ja ständig neue Zifferblätter nachliefert, also es gibt jetzt nicht die Möglichkeit, das Ganze in so einer Art Shop herunterzuladen, das wie bei Garmin ist hier nicht vorhanden, aber ihr könnt dann ja die Chorus eigene nutzen und Chorus ist da wirklich sehr, sehr fleißig und release da regelmäßig neue Zifferblätter, also es ist anders wie zum Beispiel bei der Apple Watch, wo dann alle Jahrhundert mal ein Display kommt und jeder das feiert, als wäre jetzt was weiß ich passiert. Nein, das ist bei Chorus hier viel schneller und auch viel mehr. Es ist bei manchen aber wirklich Geschmackssache, also nicht jedes Display ist gelungen, finde ich jetzt persönlich, aber es ist eine sehr subjektive Sache und da könnt ihr dann entsprechend das Ganze auswählen. Aber es ist nicht nur so, dass die Displays, die ihr seht, hier nur die eine Farbe habt. Ihr könnt dann hier, wenn ihr ein Display auswählt, dann auch entscheiden, was für eine Farbe es haben möchte. Also wir sehen jetzt hier, die Farbe der Sonne ändert sich und so könnt ihr dann individuell eure Uhr dann einstellen, zumindest farblich. Oder halt dann sagen, ich möchte hier ein anderes Display haben, zum Beispiel das hier. Was wir hier dann noch kurz sehen, ist das Satellitensystem. Da solltet ihr auch nochmal vielleicht reingehen, weil die Chorus, das ist die erste Chorus-Uhr, die ein ja, duales Frequenzband unterstützt, so eine Art Multiband. Das ist die optimalste ja, GPS-Ermittlung bzw. optimale Datenermittlung. Hier bekommt ihr wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes GPS-Bild, weil das ist mit Abstand das Beste. Hier wird das entsprechend berechnet, wo ihr unterwegs seid, gerade wenn ihr im Wald unterwegs seid oder auch auf der Bahn laufen geht. Das ist wirklich akkurat, da kann man wirklich nichts sagen. Und hier können wir es entsprechend einstellen. Natürlich ist das Multiband das höchste, was den Akkuverbrauch angeht. Die sagen hier, der Akku hält hier noch 50 Stunden, aber Akkulaufzeit ist bei dieser Uhr wirklich kein Problem, also mit Abstand überhaupt nicht. Dann haben wir hier alle Systeme an, wären 90 Stunden und nur GPS wären bei meinem aktuellen Akkustand etwa 140 Stunden Laufzeit, was hier wirklich sehr immens ist.
Ja, last but not least haben wir dann noch ein Menü, wenn wir hier rechts unten lange auf die Taste drücken, da kommen wir auch ein Übersichtsmenü. Einmal sehen wir hier wieder das Systemmenü und hier bekommen wir auch schon zum Beispiel die Musik angezeigt, hier mit der Musik, aber auch wir können hier den Nachtmodus direkt einstellen. Wir haben hier das Zifferblattmenü, was wir gerade schon gesehen haben, was wir einstellen können. Wir haben hier Alarme, Timer und Stoppuhr. Ja, klingt jetzt vielleicht banal, aber das ist bei vielen Uhren oft versteckt. Also ich weiß nicht, das ist eigentlich die Hauptfunktion von Uhren, ist ja auch zum Beispiel ein Wecker. Den könnt ihr hier entsprechend hier einstellen. Was dann noch hinzukommt, ist dann das Satellitensignal. Ihr könnt dann, wenn ihr draußen seid, euch ja das Ganze hier auswählen und euch die Satellitensignale anzeigen. Also es werden dann alle Satelliten angezeigt, die dann in eurem Umkreis sind und wisst dann direkt auch, ja, wie gut das Signal ist, beziehungsweise was für Satelliten ihr nutzen könnt. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, einen Ort zu speichern, wo ihr gerade unterwegs seid. Und hier macht ihr jetzt auch eine Karteneinstellung. Hier können wir einmal die Kartenrichtung einstellen, das heißt also Laufrichtung oder nach Norden. Und ich kann hier auch sagen, was für einen Kartentyp ich haben möchte. Ich habe jetzt hier auf der Uhr nur die Standardkarte drauf. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, eine topografische Karte zu installieren. Also wir können dann auswählen, auch zwischen topografisch, Hybridkarte oder keine Karte. Coros bietet hier die Möglichkeit, die Karten downzuladen. Also wenn ihr dann im Gebiet unterwegs seid, wo ihr jetzt noch nicht wart, beziehungsweise nicht auf der Uhr ist, könnt ihr es entsprechend downloaden. Ich verlinke euch mal einfach den Link in der Videobeschreibung, beziehungsweise zeige euch einfach mal, wie das Ganze dann aussieht. Und hier könnt ihr zum Beispiel jetzt die fehlende Turbokarte auch herunterladen. Wie das Ganze funktioniert, habe ich mal bei der Coros Apex Pro gezeigt. Da kam damals das Update. Das zeige ich euch einfach mal hier oben in dem Video. Das verlinke ich euch einfach mal. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie entsprechend hier Karten auf die Coros Uhren installiert wird. Dann kann ich mir hier direkt die Karten anzeigen lassen. Also wir sind jetzt gerade im Keller, wir werden jetzt kein großes Signal gehen. Wir sehen jetzt hier, mein Standard wird gerade versucht zu ermitteln. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Und so bekommt ihr mal ein bisschen eine Übersicht der Karte. Und wir sehen auch hier, das Ganze ist dann hier mit Touch-Display bedienbar. Beziehungsweise wir können dann auch hier rauszoomen bis auf 20 Kilometer, 50 Kilometer, 100 Kilometer, 200. Also so richtig weit rauszoomen, maximal bis 500 Kilometer. Oder dann auch bis auf 25 Meter reinzoomen. Dann gibt es hier noch einen Ultramax-Modus und hier wird auch empfohlen, vorher den Kompass zu kalibrieren. Der Modus wird tatsächlich genutzt, um hier maximale Laufzeiten rauszubekommen. Ist von der Funktionsweise das so zu verstehen, dass alle 120 Sekunden das GPS-Signal aktiviert wird für 30 Sekunden und dann ein Punkt genommen wird. Das bedeutet halt, also das wird sehr ungenau werden, aber hier könnt ihr dann wirklich extrem lange Touren aufnehmen. Aber wir haben vorhin ja schon gesehen, 140 Stunden bei etwa, was haben wir aktuell, Akkustand 68%. Also ihr seht, es ist eigentlich kein Problem, was die Akkulaufzeit angeht. Und mit dem Ultramax-Modus würde das Ganze dann nochmal entsprechend erweitern. Dann gibt es noch ein Metronom, falls ihr das nutzt. Also ich habe sowas noch nie benutzt. Dann bekomme ich hier auch ein Widget angezeigt, was meine Akkulaufzeit angeht. Und bekomme ich detailliert angezeigt, dass ich vor 10 Tagen aufgeladen habe, aber ich habe die Uhr jetzt nicht ständig getragen, deswegen die war auch im Ruhemodus. Das heißt aber auch, wenn die Uhr jetzt nicht dauerhaft getragen wird, dass die wirklich sehr, sehr, sehr energiesparend ist. Aktuell haben wir noch 21 Tage Laufzeit angegeben und ich kann mir dann im Detail nochmal anschauen, wenn ich in den Widget hineingehe, wie das Ganze sich hier entladen hat und was hier die meisten Verbraucher waren und bekomme hier nochmal so eine kleine Statistik. Dann habe ich die Möglichkeit, auch noch einen HRV-Test durchzuführen. Den muss ich 3-mal machen, um dann entsprechend die Uhr besser zu kalibrieren. Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, das muss ich noch machen. Dann haben wir hier noch einen Pulsoximeter dabei und der Pulsoximeter misst eigentlich zu vernünftigen Zeitpunkten, sage ich mal. Also ihr könnt reingehen und auch messen. Also wir sehen hier von der Woche habe ich das Ganze mal getestet und ja gemacht. Jetzt wird er wahrscheinlich nichts finden. Und wir sehen auch schon hier in dem Text, Höhe Leistung wird bei 2500 Meter plus angezeigt. Das heißt also, wenn ihr dann wirklich in diese Höhenbereiche reinkommt, wo wirklich der Sauerstoffgehalt sehr wichtig ist im Blut bzw. im Körper und auch wirklich entscheidend ist, wo auch der Sauerstoffgehalt in der Luft weniger ist, da wird das Ganze dann eingesetzt. Vorher habt ihr dann nur die Möglichkeit, es so zu messen. Ich finde es aber so genau, wie das hier ist, sinnvoll, weil alles andere macht eigentlich so keinen Sinn, wenn man jetzt nicht irgendwie krank ist oder irgendwas hat, weil wie gesagt, ab 2500 Meter wird das Ganze dann interessant, wenn auch weniger Sauerstoff in der Luft ist und bekommt es dann entsprechend auch angezeigt. Dann habe ich noch die Möglichkeit, meine Herzfrequenz zu senden. Also das heißt, ihr könnt dann entsprechend an diverse Gerätschaften Herzfrequenz senden. Dann haben wir noch klassischen Kompass. Und da muss ich auch noch sagen, Coros hat zwar nicht immer alle Funktionen gleich da, updatet aber seine Uhren wirklich gut. Das heißt also, es kommen wirklich viele Features nach. Auch da, wo dann gesagt wird, hey, das wollen wir haben, wird reingebracht. Es ist aber so, dass ihr nicht eine neue Uhr kaufen müsst, um das Update zu bekommen. Nein, es wird alles geupdatet, soweit es geht. Großes Beispiel ist da zum Beispiel bei der Apex Pro, die hatte keine Karten, die hat es mit dem Update bekommen. Also die Vertex war die erste Uhr mit Karten und alle Uhren, bei denen es möglich war, haben das Kartenupdate bekommen. Also wie gesagt bei der Apex Pro. Oder auch das Schlaftracking wurde jetzt verbessert oder auch zum Beispiel hier oben dann die Kamerasteuerung.
Die wurde auch neu hinzugefügt. Zum Beispiel auch bei der Pace 2 kam die ganze dazu. Das heißt, Chorus macht hier auch wirklich eine Produktpflege, so wie ich mir das auch wirklich von anderen Herstellern wünsche. Dann, wie gerade schon angesprochen, gibt es hier auch noch eine Kamerasteuerung. Und hier könnt ihr dann entsprechend eure GoPro starten. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo unterwegs seid mit dem Fahrrad und was filmen wollt, könnt ihr da entsprechend, wenn ihr in gewisser Entfernung seid und das Ganze noch möglich ist, dann entsprechend starten und dann läuft die GoPro los und ihr könnt anfangen zu filmen. Ja, dann sind wir auch schon mal hier in der Oberfläche von der Chorus App. Wir sehen einmal hier unser Ziel bzw. unser Workouts, die wir gemacht haben. Ich bekomme nochmal eine Übersicht hier meiner Trainingszeit, Schritte. Dann haben wir noch die Möglichkeit, hier die Läufe noch anzuschauen bzw. die Workouts, die ich gemacht habe. Wir sehen einmal hier, einmal gehen. Ich laufe immer noch mal, wenn ich gelaufen bin, heim, also gehe heim. Und hier sehen wir nochmal meinen Verlauf der Workouts. Und dann sehen wir einmal hier zum Beispiel den Lauf, den ich heute gemacht habe. Ich habe ja schon gesagt, dass ich hier diesen Foodpod genutzt habe. Und da bekomme ich hier nochmal ein paar Details genau angezeigt. Also einmal die Strecke, das Ganze auch nochmal in 3D, wenn ich möchte. Und bekomme hier nochmal mehr Details. Also ich bekomme einmal die Pace angezeigt, dann die adjustierte Pace, weil ich auch ein Höhenprofil hatte. Der wird dann, ja, man sieht hier, dass ich auch gefilmt habe, wenn ich angehalten habe. Und bekomme hier dann auch mal detailliert dann die Bereiche, in denen ich mich befunden habe. Das kann man entsprechend auch einstellen, beziehungsweise berechnet die Uhr dann auch. Dann haben wir hier die Herzfrequenzbereiche und die Kadenz-Schrittlänge. Das sind jetzt so die Standardwerte, die mit der Uhr mitkommen, also Schrittlänge und Running Power. Das ist so, wie gesagt, hier ist auch Leistung verbaut. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wenn es der Pod dann dazu kommt. Da gehen wir einfach mal auf mehr ansehen. Dann gibt es hier noch die Möglichkeit Crown Time, das Links-Rechts-Verhältnis zu bekommen, das vertikale Verhältnis. Und wie gesagt, ich werde das Ganze dann nochmal im Video erklären. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst du das nicht, wenn ich den ganzen Pod nochmal reviewe. Da zeige ich euch nochmal ganz kurz, was das überhaupt heißt, was das bedeutet und was für Auswertungen sind und auch im Vergleich mit Stride Foodpod, den ich immer dabei habe. Und dann bekomme ich hier auch nochmal dann das Trainingsergebnis, beziehungsweise das Trainingseffekt. Sehen wir hier, ich habe ein Schwellentraining gemacht, das Höhenprofil ist auch dabei und habe das Ganze hier nochmal im Detail. Wenn ihr jetzt zum Beispiel auch ein Workout macht oder Krafttraining, ich habe jetzt hier eins gemacht am 7. Mai, so ein Core-Training mit der Uhr, beziehungsweise das war jetzt hier mit der Chorus Pace 2, aber das ist von der Funktion exakt das gleiche. Sehen wir einmal hier die Sätze, das ist das Training, was wir vorhin gesehen haben, wie das Ganze sich dann zusammengesetzt hat. Und dann bekomme ich hier unten auch nochmal angezeigt, welche Muskelpartien dann trainiert worden sind. Da sehen wir hier Bauchmuskulatur, Beinmuskulatur, so ein bisschen Rücken und habe hier nochmal eine kleine Übersicht und bekomme das dann quasi in der Heatmap angezeigt. Wir sehen jetzt hier mit der Pace 2 wurde das Ganze aufgenommen. Das nächste Menü, was wir haben, ist das Evolab und ist aber so, wenn ihr die Chorus-Uhr neu habt, dauert das auch eine ganze Weile, also ihr bekommt nicht gleich Daten. Ich glaube, das hat eine Woche knapp gedauert, bis die Daten da waren. Das heißt also hier ein bisschen Geduld haben, dann bekommt ihr entsprechend auch nochmal eine Auswertung. Und wir sehen einmal hier nochmal die klassischen Werte wie Schwellentempo und auch Laufleistung, was wir auch schon in der Uhr gesehen haben, aber auch hier den Trainingsload, den sehen wir jetzt hier. Den bekomme ich hier auch nochmal grafisch angezeigt mit so einer Wolke und damit ich immer weiß, wo ich dann entsprechend unterwegs bin. Dann haben wir unten auch noch die Rennvorhersage, die wir auf der Uhr gesehen haben. Wir bekommen hier auch so eine Art Marathon-Level angezeigt. Der zeigt euch an, wie gut ihr jetzt dann seid, um Marathon zu laufen. Und hier steht jetzt, Marathon ist unter 5 Stunden erreichbar und da habt ihr so eine kleine Übersicht. Dann habt ihr auch nochmal die Workouts, die ihr verwalten könnt. Also wenn ihr hier reingeht, könnt ihr entsprechend hier auch Workouts erstellen. Also hier für Laufen, Radfahren, Schwimmen. Wenn wir einfach mal hier reingehen, dann können wir hier entsprechend hier auf der App das Ganze dann erstellen. Hier haben wir zum Beispiel eins, da können wir die Wiederholung einstellen. Oder ich möchte zum Beispiel sagen, ich möchte hier jetzt auf Trainingsbelastung laufen, auf Distanz. Da könnt ihr das Ganze dann entsprechend einstellen, was ihr haben wollt. Und dann gibt es hier noch den Punkt Routen. Also wenn ihr zum Beispiel mit Komoot verbunden seid, bekommt ihr alle geplanten Routen vom Komoot. Das sind so meine ganzen Komoot-Routen. Und dann könnt ihr einfach sagen, ich möchte diese Route jetzt auf die Uhr haben. Dann kann ich ein Gerät auswählen, zum Beispiel Vertex 2. Und dann wird die ganze Route hier dann auch entsprechend übertragen. Wie gesagt, das Ganze habe ich euch ja schon im Video gezeigt. Da könnt ihr euch das Ganze nochmal anschauen. Verlinkt habe ich euch das Video ja schon. Bei Third-Party-Apps, da gehen wir auch nochmal rein. Da kann ich dann entsprechend hier zum Beispiel bei Komoot das Ganze verbinden, das habe ich gemacht. Oder auch Strava bzw. Training Peaks, wenn man die Daten bei Training Peaks hochgeladen, wenn ihr da eure Daten verwaltet. Oder auch hier zum Beispiel Stride, wenn ihr das Stride Foodpod nutzt. Und da habt ihr dann auch entsprechend die Möglichkeit, also aktuell sind diese Apps, die unterstützt werden, auch Adidas Running. Da ist aber so, da kam jetzt auch nach und nach Neues hinzu. Das heißt also, hier bedeutet es nicht, dass das alles ist. Es kann nach und nach dann noch was dazukommen und mehr unterstützt werden. Ich würde mir zum Beispiel AutoActive vielleicht noch wünschen oder andere Planungstools als nur Komoot. Aber Komoot ist ja hier der Marktführer oder einer der größten. Von daher macht es auch Sinn, den hier zuerst zu integrieren.
Dann als letzten Menüpunkt haben wir dann noch entsprechend hier die Uhr selber. Hier kann ich dann auch noch diverse Sachen einstellen. Also hier kann man auch nochmal die Zifferblätter verwalten. Das ist das dann, um hier entsprechend Zifferblätter auszuwählen und die dann zuzuordnen. Was ich bei der Uhr sehr gut integriert finde, ist die Display-Einstellung. Da gehen wir auch mal rein. Ihr habt bei jeder Aktivität hier, die hier auftaucht, die Möglichkeit, das Display selber einzustellen. Also wenn wir zum Beispiel mal in Laufen hineingehen, da bekomme ich jetzt eine Übersicht. Ich habe hier maximal 6 Seiten, die ich einstellen kann. Da kann ich einfach mal, gehen wir einfach mal in eine rein, sage ich hier, ich möchte es hinzufügen, gehe oben auf das Plus. Wir haben hier auch dann verschiedene Möglichkeiten, die Felder einzustellen. Wir sehen dann hier die verschiedenen Optionen, bis zu maximal 8 Displayfelder bzw. Datenfelder. Und wenn ich jetzt hier ein Datenfeld auswähle, nehme ich einfach mal so eins, und hier oben reingehe, dann habe ich hier unten die Möglichkeit, verschiedene Datenfelder auszuwählen. Wir sehen auch hier ist wirklich alles enthalten, was so das Herz begehrt. Es ist aber so, wenn ihr zum Beispiel die Links-Rechts-Balance nutzt und die wird auch angezeigt, wenn ihr jetzt nicht diesen Chorus-Pod nutzt, weil der unterstützt das nur, also die Uhr selber kann es nicht, das braucht ihr schon einen Pod dafür, um da das Gleichgewicht zu sehen, ob es Balance passt. Da bekommt er unten aber so ein Vermerk dann angezeigt, dass hier noch ein externes Gerät benötigt wird, um das Ganze anzeigen zu lassen. Also nicht verwundern, wenn ihr sowas einstellt und sagt, oh toll, ich habe das doch. Das wird nicht funktionieren, da bekommt ihr dann keine Werte angezeigt. Ja, was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist das Trainingshub. Das aber sowohl bei der Pace 2, also bei der günstigsten Einsteigeuhr, bis zur Vertex 2 überall unterstützt. Ihr könnt da entsprechende Trainings planen oder auch hier einen Saisonplan machen oder euch entsprechend auf ein Ziel hinarbeiten und hier dann die Trainings so gestalten, dass ihr das Ziel erreicht. Das Ganze ist wirklich ganz simpel, wenn ihr das von TrainingsPeak schon kennt, es funktioniert ähnlich und ihr bekommt dann entsprechend die Workouts dann hier auf die Uhr angezeigt und könnt die dann durchführen. Ja, das war jetzt mein kleines Review über die Coros Vertex 2. Ich werde die Uhr jetzt noch weiter testen und auch hier, wie gesagt, zum Chorus-Pod was machen. Falls sich da mehr so Videos rund um Chorus interessieren, ich habe hier unten auch mal Playlist gemacht, da ist die ganzen Sachen mit Chorus mal enthalten, da kannst du mal reinschauen. Beziehungsweise, wenn du neu auf meinem Kanal bist, ich habe oben mal eine Playlist gemacht, da sind so meine Best-of-Videos drin, was so generell auf meinem Kanal ist. Wenn dich noch mehr Themen rund um Laufuhren interessieren, dann lass doch auch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche alles Gute, tschüss, bis zum nächsten Mal.